Hier ist Guido der Radwanderer. Als Teaser hier ein paar Aufnahmen von meiner Tour um die Baltische See. Geplant hatte ich die schon immer mal. Einmal so um das Heimatgewässer, auf dem ich auch gern segel. Einmal mit dem Fahrrad rumzufahren. Ja, irgendwie ist das irgendwie nie so richtig geklappt, weil wenn ich die Wetterkarte angeguckt habe, dass da oft Regenwetter gab und so Regen ist nicht mein Ding. Ich fahre ja gerne ohne Großregenklamotten, schlafe auch gern draußen, dann direkt unterm Sternenhimmel und bei Regen ist das mit meinem Material nicht so gut möglich. Ja, jedenfalls irgendwann bin ich doch mal losgefahren, dann einmal aus Deutschland raus, das ging recht schnell. Ich komme ja aus Kiel, also Dänemark war schnell erreicht, die Grenze. Und ja, Dänemark habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, sodass ich da relativ schnell durch bin. Hoch nach Hirtshals wollte ich. Da 2 Tage dann mir Dänemark angeguckt, ist flach, ruhig, schön. Es war auch Hochsommer, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Es wird sich dann leider doch ändern. Und ja, hier fährt man sogar, das ist auch ein Radweg, der führt dann einen Teil direkt am Strand lang. Und Dänemark hat ja so viel Shelter, wobei die aber im Sommer, im Hochsommer dann auch, die kann man buchen, die Plätze, diese Hütten, sodass, wenn man da ankommt, manchmal keine freie Hütte bekommt. Das ist dann schon die Überfahrt nach Norwegen. Ist mit dem Auto recht teuer, aber mit dem Fahrrad ist es doch gut bezahlbar. Und dann habe ich 4 Tage mir Norwegen angeguckt. Bin dann nach Oslo und durch irgend so einen Wald in Richtung Schweden. Ab da wurde es ein bisschen haarig. Also Norwegen hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, zumal es ja anfangs noch richtig hochsommerlich war. Ja, es ist viele Anstiege und Abstiege, war doch anstrengend, zumal ich dann auch viel auf so Gravelstraßen unterwegs war, nicht immer nur auf dem Teer blieb. Die wohnen da wirklich traumhaft. Also haben zwar sehr, sehr viel Gewässer, sodass man viele Fähre fahren muss. Und hier wird jetzt ein Wetterumschwung kommen. Das heißt, ich habe gesehen, es wird regnen in der Nacht und da suche ich mir dann meist irgendwie etwas, wo ich mein Zelt drunter stellen kann, dass ich trocken aufbauen kann oder bei Regen trocken abbauen kann und nicht alles immer nass ist, weil ich dann auch Schwierigkeiten habe, tagsüber das zu trocknen. Und ja, hier sieht man schon, der Regen ist am Kommen und meine Waterproof ist bei mir überhaupt nichts, deswegen habe ich immer so ein paar Mülltüten mit oder besorge mir unterwegs Mülltüten und da wickele ich dann alles ein. Also vorne habe ich ja so eine Extender am Lenker, da schnalle ich mir so Zelt und Isomatte und sonst, Zelt und Isomatte ran und packe dann einfach nur die Tüte rüber, damit das wasserdicht ist und hinten die Satteltasche hinten, die ist regendicht und da ist der Schlafsack dann drin. Also den muss ich immer schützen, dass der trocken bleibt. Ja, das ist schon die Einfahrt hier nach Oslo. Habe ich mir so ein paar Stündchen Oslo angeguckt. Bin hier einmal zum Opernhaus gegangen, Erinnerungsfoto gemacht. Von da oben hat man noch einen schönen Überblick über Oslo. Ist ja architektonisch doch eine interessante Stadt, möchte ich mal sagen. Und dann bin ich wieder raus und wusste, okay, es wird wieder regnen. Und meine Akkus waren auch leer. Da habe ich dann in der Siedlung, habe ich das hier gefunden, so eine, also wie nennt man das, also wo irgendwie abends irgendwas was gefeiert werden kann auf einer Bühne. Und habe auf dieser Bühne gepennt und habe dann Anwohner gefragt, ob sie meinen Akku über Nacht laden kann. Das ist so ein dicker Akku, der muss irgendwie 8 Stunden braucht der an meinem Ladegerät. Das ist jetzt Schweden. Da bin ich dann über so eine Mini-Grenze, es war nur so ein blöder Balken irgendwo im Wald. Und ja, bin durch Schweden. Wollte eigentlich erst so Richtung Vettern an Vettersee ran. Das ist ja ein bisschen südlicher. Das war eigentlich der erste Plan. Aber den habe ich dann verworfen, weil halt nur Regen angesagt war und da wollte ich dann nicht. Also ich habe gesagt, vielleicht schaffe ich es dem Regen zu entkommen, indem ich einfach zusehe, dass ich weiterkomme, Strecke mache. Und ja, war vielleicht nicht die beste Idee. Bin dann auch viel an dieser Hauptstraße, also zwischen Oslo und Schweden ist doch viel Verkehr. Hier sieht man es. Man musste dann auch, weil es da keine Radwege gab, also auf dieser Hauptstraße fahren, was nicht angenehm war. Und dann auch noch mit viel Regen. Also einige LKWs haben auch wirklich fürchterlich gehupt. Die haben gedacht, was ist das für ein Spinner, der hier bei Regen da auf dieser Straße fährt.
Ja, habe mir dann wieder ein paar Städte angeguckt dort und bin dann weiter Richtung Stockholm. Gab ja zum Glück immer trockene Phasen, sodass ich dann mein Zeug trocknen konnte. Das Rad sah dann immer aus wie so ein Tannebaum. Hab dann also Sicherheitsnadeln und irgendwelche kleinen Seilchen und dann benzel ich mir hinten da alles ran. Sieht dann lustig aus und dann, ja, und das war so typisch. Da habe ich hier, das war so eine Art Schlösschen oder war so ein Gutshof, direkt an so einem schönen See. Und ja, da habe ich mich dann einfach auf die Wiese gelegt, morgens in den See reingesprungen. Wie man sah, konnte ich kaum die Augen aufkriegen. Und es ging weiter Richtung, ja, das ist jetzt Stockholm. Die Brücke nach Stockholm. Und habe dann Stockholm zum Glück wieder bei hochsommerlichem Wetter erleben dürfen. Bin da dann auch 1,5 Tage geblieben, also jetzt den Nachmittag. Und dann den folgenden kompletten ganzen Tag habe ich mir Stockholm angeguckt. Und also die Stadt hat mir wirklich unheimlich gut gefallen. Also da kann man bestimmt eine Woche bleiben in Stockholm. Ist fürchterlich teuer. Gibt so diesen Nordteil von Stockholm, der ist der teure Teil. Das war auch der Teil, wo ich dann war. Aber hier bin ich dann, weil ich dachte, wie kann man in Stockholm übernachten? Das ist ja groß, kann man nicht rausfahren zum Übernachten. Und es gab aber dann so ein paar Brücken, die aus Stockholm rausführen, direkt von Stockholm ran. Und da gab es so einen kleinen Yachthafen, da habe ich mich dann einfach auf die Mole oder den Molenkopf, da ist ja Rasen, habe ich mir das Zelt da hingestellt, dann auch in der nächsten Nacht wieder dahin. Und der Vorteil war auch, dass da diese Brücke direkt an dem Fähranleger war und ich ja am dritten Tag dann ganz früh auf die Fähre musste. Ich glaube 5 Uhr oder so musste ich da sein. Ja, das ist so die Touri-Ecke in Stockholm. Also fürchterlich teure Preise. Gekauft habe ich mir da, glaube ich, gar nichts. Habe ich nur so To-Go gemacht. Ja, aber war ja Nobelmuseum oder dieses Nobelhaus. Und dann hatte ich eine super klasse Fährfahrt rüber nach Finnland. Ne, durch die Scheren. Als Segler und als Kanute, der ich bin, war auch immer mal so ein Traum, in den Scheren zu segeln oder mit dem Kanu dahin. Aber ja, mit dem Auto habe ich es bislang nie geschafft, dahin zu fahren. Und dann Scheren, also die zu sehen und da so hoch auf so einem großen Schiff so ganz langsam durchzufahren. Ja, also die da wohnen, muss ein Traum sein, wenn es da nicht so viel oder so lange dunkel wäre. Also wenn man da ein Dreivierteljahr immer in der Dunkelheit ist oder viel überwiegend Dunkelheit hat, das weiß nicht, mir würde es aufs Gemüt schlagen. Und dann bin ich in Finnland, Land der Saunen, bin ja großer Saunagänger, hab da dann auch gleich, denn als ich ankam, Borko heißt das, glaube ich, einen Warm Shower nochmal gesucht, auch bekommen und habe dort Interessantes über Saunen kennengelernt. Also die haben ja wirklich alle eine Sauna, die Leute. Gibt da kaum jemand, der keinen Zugriff auf eine Sauna hat. Ja, da ist ja mal was kaputt gegangen da. Das ein bisschen reparieren muss man immer irgendwie. Und also genug Werkzeug mit haben, um sein Fahrrad immer fahrbereit zu halten. Oder hier, wie man sah, da ziehe ich mir dann die Radhose. Also Radhosen habe ich 2, dass ich nicht in der nassen Radhose fahren muss. Die kriegt man manchmal auch nicht so schnell wieder trocken. Und habe mir die dann vorne rübergezogen, dass sie dann trocknete oder auch hervorragend. Und das war so mein Hauptessen auf Baguette. Irgendwie ein Stück Brot gekauft, 2, 3 Bananen. Und dann habe ich mal so Bananenbrot gegessen. Das macht also lange satt. Und ja. Und auch da wieder abseits der Pisten so ein bisschen Gravelstrecken gesucht und da dann lang gefahren, mitten durch den Wald. Ja, hier hat man irgendwann die Schaltung versagt. Da ist dann der Akku leer gewesen. Da geht ja nur noch hinten das Ritzelpaket zu schalten. Und dann sah ich, oh, da ist eine Burg. Da fahre ich mal hin, lad dann da mein Rad, weil das ja ein bisschen Zeit braucht, bis der Akku wieder voll genug ist. Hab mir da so ein bisschen die Zeit vertrieben. Und dann bin ich so einen südlichen Bogen Richtung, was hieß das denn? Finnland ist Helsinki, genau, nach Helsinki gefahren. War auch sehr, sehr schön. Wetter war auch wieder trocken. Und so ging es nach Helsinki rein. Also touristisch würde ich sie nicht so, weiß ich glaube, ich würde da eine Woche, wenn ich da sein müsste, würde mich das langweilen. Aber so für einen Tag habe ich mir halt Helsinki angeguckt.
auch dann wieder die Fährweiterreise organisiert, geguckt, welche billigste Fähre kriegt man da. Mit dem Fahrrad kommt man ja gut an die Nebenfährplätze, wo man dann halt für, ich weiß nicht, 20 Euro rüberkommt. Und habe mir dann noch ein bisschen die Stadt angeguckt. Und dann ging es wieder langsam Richtung Fähre. Ja, da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, so ein Pissmännchen, so ein riesengroßes Ding. Der war genau auf dem Weg hier zu diesem Fähranleger. Ja, und so hatten wir eine super Fährfahrt. Es war richtig fetter Sturm, wie man hier sieht. Die haben da, also einige sind noch zurückgeflogen, als die Tür aufging und raus wollten, dann, weil das wirklich so ein heftiger Wind war, habe ich echt meinen Spaß gehabt. Und dann ging es durchs Baltikum, Estland, Lettland, Litauen. Da habe ich dann pro Land einen Tag eigentlich so gebraucht, um dann durchzufahren. Das ist jetzt Tallinn. Also das ist wieder eine schöne Stadt. Hat so seinen Charme, ist ja die Hauptstadt da oben in Estland. Ja, also den Tag habe ich hauptsächlich auf der Fähre verbracht. Dann so den Rest vom Abend ein bisschen Tallinn angeguckt. Also große Kilometer mit dem Fahrrad habe ich dann nicht gemacht. Und am Abend fährst du in Richtung Süden raus und dachte ich, nö, das lohnt kaum. Und habe mir dann so auf Maps wieder angeguckt, wo könnte Rasen sein um Tallinn herum. Und dann gab es hier so eine Landzunge. Bin ich dahin gefahren, konnte auch. Also mir reicht ja mal ein bisschen grün. Hab da was gefunden, konnte auf Tallinn abends gucken. Hab auch viel Besuch bekommen, nämlich von Mücken. Aber zum Glück hatte ich ja dieses Fliegengitter am Zelt, sodass ich da unbehelligt blieb. Wir haben am nächsten Morgen wieder alles schnell zusammengepackt. Da brauche ich 10 Minuten, dann habe ich Zelt, Isomatte und dann habe ich so eine Folie mal mit, dass ich den Zeltboden vom Zelt so ein bisschen schütze. Ja, und da sieht man schon überall so Regenwolken, alles voll. Das wurde jetzt mehr so wie so ein Pac-Man, habe ich mich gefühlt, immer ab und zu Handy angemacht und man saß dann auch. Also man sah richtig da die dunklen Wolken weiter weg und wusste also mal gucken, wie lange ich trocken bleibe und ab wann ich wieder irgendwie meinen kleinen, das ist ja nur so ein kleiner Mini-Regenschutz, den ich da habe, und wieder die Tüten rauf. Ging es dann die ganze Zeit so. Da hat dann wirklich heftig, gab's dann Regengüsse. Also das hat geplattert. Also, ja. Und so war das immer ein Wechsel. Regenschutz an, Regenschutz aus. Und dann ging es halt durch diese 3 Länder. Ja, Lettland und Litauen, auch 2 Tage. Bei den Grenzen stelle ich mein Fahrrad kurz irgendwo ab und mache dann ein Erinnerungsfoto. Und habe auch hier wieder versucht, dann an die Ostsee ranzukommen, dass ich da dann übernachte mit Blick irgendwie auf die Ostsee. Ein bisschen immer raus aus den Städten oder aus den Dörfern. Hat eigentlich immer gut geklappt. Ja, das ist meine kleine Reisemaus, die darf eigentlich nicht fehlen. Die kommt dann immer mit, kleiner Glücksbringer. Und dann wieder so eine typische Stadt das ist ja jetzt Lettland noch, genau. Noch mit diesen älteren Straßenbahnen. Und wieder aufs Navi gucken, wo es dann lang geht. Und auch so wie die da so leben, die Häuser. Gern mal angehalten, Foto gemacht. Ist doch zum Teil anders, wie da die Häuser ausschauen. Und auch hier wieder gegen Abend geguckt, wo kann man schlafen, hier an so einem See. Und habe da dann wieder mein Zelt hingestellt am Rande des Weges. Nächsten Morgen alles wieder zusammen und dann wieder auf die Hauptroute. Und das war eigentlich nachher bis nach Polen rein ein Bild, ähnlich wie an der Elbe. Es gibt massenweise Störche. Also teilweise sind da in den Dörfern, wo die Beleuchtung ist, also oben auf jeder Beleuchtung sitzt ein Storch. Oder teilweise 2 und Nester. Also es war alles voll mit Störchen. Da konnte man ein Foto machen, da waren 10 Störche drauf. Also es ist die Grenze zu Polen rüber, ist nur so ein kleines Schildchen. Und dann wurde es für Rennradfahrer happig, würde ich mal sagen. Also jetzt der
Ostteil in Polen. Ich würde mal sagen, da gibt es auch so ein Armengefälle. Also nach Osten wird es ärmlich, also man sieht es auch an den Gebäuden. Und die Straße war der reine Horror für mich. Also es war nicht Straße, es war mehr so Schlagloch an Schlagloch gereiht. Also da konnte man auch nicht schnell fahren. Das ging mir nachher richtig auf den Keks, das Zeug. Dann kam ja noch der Regen dazu und der ganze Matsch, es sah alles aus wie Sau. Und wieder die Regenwolken im Anmarsch. Navi kommt dann auch so ein bisschen die Tüte rauf, so ein Haargummi rum und dann, das ist dann mein Regenschutz fürs Handy. Und dann ging es auf solchen Straßen, das war also eine Schlammschlacht ohne Ende. Und das geht auch alles auf die Kette, also das hat nachher geknirscht auf die Bremsen. Es war anstrengend bis nervig. So stellt man sich einen Sommerurlaub nicht unbedingt vor. Und das war nachher alles nur noch dreckig. Also alles war Sand und dreckig geknirscht und ja. Und dann, ja, abends wieder, genau, da habe ich beim irgend so ein Gewässer wieder gesucht auf Maps ran, Zelt aufgebaut und dann kam da so ein Typ an, meinte, ja, das ist hier Privatgelände. Aber er sagte, ja, kein Problem, kannst übernachten. Da konnte man noch nicht mal die Heringe reindrücken. Das war so ein hohes Gras oder Schilf. Da war ich irgendwie so gefühlt auf 30 Zentimeter Gras. Also da hatte ich Probleme, irgendwie die Heringe bis zur Erde runterzudrücken. Aber hat man natürlich super weich da gepennt. Ist nicht gerade, also man schläft auf irgendeinem krummen Untergrund, aber weich ist er. Und dann ging es in Polen weiter, immer entlang der Ostsee. Konnte also jederzeit mal ran an den Strand. Man fuhr dann irgendwie so ein paar Meter immer nur neben der Ostsee lang, durch schöne Wälder. Oder hier, Schilder kann ich ja nicht unbedingt immer lesen. Und das war so ein also da gibt es viel so Militärsperrzonen. Und da stand dann dran, hier ist strengstens unter Saar. Musste ich also riesen Umwege fahren, wieder zurückfahren. Das ist jetzt die Grenze Deutschland-Polen. Und dann geht es auch schon langsam wieder Richtung Heimat. Und auch wieder sehr schöne Radwege durch Wälder. Und dann, als es Abend wurde, habe ich mir dann, es war auf so einer Anhöhe, so einer Bruchkante runter zur Ostsee. Und traumhaft schön da oben. War so ein kleiner Pfad nur noch, dass da eigentlich kaum einer ist. Hab da eine schöne Nacht verbracht mit einem tollen Ausblick. Ja, und dann die letzten Meter in Deutschland, alles mit Gegenwind, also seit Polen, also hatte ich eigentlich immer nur noch Gegenwind. Genau, das war, ich glaube, weiß nicht, ob das die letzte Nacht war, ich glaube, das war die letzte Nacht. Auch wieder an so einem Gewässer. Ja, und das sind so die letzten Meter Richtung Kiel, hin zur Heimat. Genau, da sind wir dann in Kiel. Letztes Foto der Reise. Und das war's. Und den ganzen Film dann in ganzer Länge demnächst hier auf dem Kanal. Wir sehen uns.